Hauptsache du spielst. Das hat mir mal ein Kumpel gesagt, als er mich gefragt hat, ob ich in seiner Band mitspielen möchte. Und ich so, aber du weißt, dass ich nicht wirklich Gitarre spielen kann, oder? Und er meinte nur, ist doch vollkommen egal. Du spielst eben nur den Bass. Er fügte lächelnd hinzu, du begleitest uns einfach mit der A-Seite im Takt. Der Rest kommt dann von ganz alleine. Hauptsache, du bist dabei und spielst mit unserer Band. Und weißt du was? Der hatte recht. Genau das Gleiche gilt auch für die Airbrush-Malerei. Du lernst Airbrushen eben nur durch Airbrushen. Nicht nur durch die Theorie, nicht durch Perfektion, sondern durchs Machen, Wiederholen, Staunen, Weitermachen. Es geht nicht ums perfekte Bild, es geht um den Moment, in dem du einfach anfängst. Ein Tropfen Farbe, ein Hauch Luft und plötzlich bist du mitten drin. Ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal eine kreative Auszeit genommen? So richtig, nur für dich. Der Alltag rauscht, Verpflichtungen, Termine. Aber da ist doch auch der Wunsch in dir, einfach mal nur du, deine Airbrush-Pistole, deine Leinwand, deine Farben, dein Flow. Wenn du dir genau das regelmäßig gönnen willst, dann klick auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Denn hier geht's nicht um Leistung, sondern ums Erleben, ums Üben, ums Entdecken, gemeinsam wie in der Band. Über die Kommentare können wir uns austauschen und bestimmt auch mal in einem Jam-Abend sowas ähnlich wie ein Livestream machen. Hauptsache, du sprühst. Lass uns gemeinsam sehen, üben, experimentieren, komponieren und staunen, was wir hier bewegen können. Airbrushen macht nicht nur viel Spaß, wenn man es gemeinsam macht, sondern es fördert auch den kreativen Austausch und das Miteinanderlernen. Wenn du jemanden kennst, der schon immer ein Interesse am Airbrushen hatte, lade ihn doch ein, gemeinsam mit dir in diese aufregenden Welt einzutauchen. Ihr könnt euch gegenseitig motivieren und ihr könnt hier neue Techniken lernen. Für alle Einsteiger gibt es hier tolle Videos, die dir den Einstieg erleichtern. Gemeinsames Üben stärkt nicht nur deine Fähigkeiten, sondern sorgt natürlich auch dafür, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Also schnapp dir deinen Freund oder deine Freundin und lass uns zusammen die bunte, kreative Welt der Airbrush-Malerei erkunden. Mit jeder Übung werdet ihr nicht nur besser, sondern habt auch jede Menge Freude dabei. Ach so, ein Tipp habe ich dann noch. Wähle für deine Staffelei oder für dein kreatives Plätzchen am besten einen Ort aus, wo du deine Sachen auch mal einfach stehen lassen kannst. So kannst du schnell anfangen und brauchst nicht immer alles erst wieder aufbauen oder es einrichten. Du weißt doch, wenn die Dartscheibe hängt und die Pfeile griffbereit liegen, dann werden sie auch schnell mal für ein Spiel geworfen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du dabei bist. Ohne Druck, denn den macht nur der Kompressor. Apropos Kompressor, den machen wir jetzt trotzdem noch mal ganz kurz an, denn ich möchte dir gerne noch zeigen, was wir auf der nächsten Tour machen. Denn dort geht es um fliegende Schablonen, die man übereinander legen kann. Dazu nehmen wir uns einfach
Erstmal wieder ein wenig Wasser, ein Tropfen Magenta und jetzt nehmen wir mal 3 Tropfen Gelb. Wir mischen, Kompressor an. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Das war ein bisschen heftig, oder? Aber weißt du was? Das ist gar nicht so schlimm, dass das jetzt passiert ist, weil diese Sache, dass die Farbe dann so rausfliegt, das hat seinen Grund. Und den will ich auch mal ganz kurz eben dann noch erklären. Und zwar, ich mache immer Folgendes. Wenn ich die Pistole gereinigt habe, dann ziehe ich die Nadel etwas zurück und mache sie dann wieder fest. Damit ist an und für sich gewährleistet, wenn die mal nicht ganz so sauber ist, dass dann die Nadel nicht verklebt. Also bist du gerade Zeuge einer kleinen Farbexplosion gewesen, aber wenn die nicht passiert wäre, dann wäre ich auch gar nicht darauf gekommen, dir das so zu erklären. Also machen wir ganz in Ruhe weiter. Kompressor an, auf geht's! Nochmal Wasser. Nochmal Basisgelb. Und nochmal Magenta. Ein Tropfen. So, jetzt versuchen wir es noch einmal. Zack, und du siehst, es klappt. Ja, manchmal gibt es Zufälle, die muss man einfach mitnehmen, würde ich sagen, oder? So, kommen wir jetzt zu dem, was ich an und für sich gerade schon machen wollte. Und zwar wollte ich dir zeigen, was wir auf der nächsten Tour im Prinzip behandeln. Ich sprach davon, wir arbeiten mit Schablonen. Diese sind gebraucht. Das sind 3 Stück, die legen wir übereinander und dann kommt ein Motiv raus. Und ich habe die auch schon als DIN A4 Blätter fertiggestellt. Und da wollen wir mal gucken, was dann dabei rauskommt. Jetzt zeige ich dir aber, wie diese Schablonen funktionieren. Und zwar einfach nur auflegen und da, wo die Schablone jetzt unsere Leinwand in diesem Fall abdeckt, da kommt natürlich keine Farbe hin. Und so können wir schön im Hintergrund erstmal unsere Farbe reinnebeln. So, da haben wir auch schon unser Motiv sichtbar fertig. Und jetzt können wir quasi hier nochmal ein wenig mehr Kontur geben, dann wird das schärfer. So, das ist quasi schon der Ausblick auf die nächste Tour. Und weißt du was? Ich freue mich schon drauf, denn da werden wir die 3 Schablonen übereinander legen und es passiert etwas Wunderbares. So viel kann ich schon verraten. Schau wieder rein, bleib neugierig und vor allen Dingen kreativ. Ich freue mich auf die nächste Tour. Mein Gott, mit der Farbexplosion, das war ja doch heftig heute, oder? Naja gut, macht ja nichts. Wir haben auf jeden Fall etwas gesehen, beziehungsweise du auch, was nicht passieren sollte. Nur die Sache kam gerade viel zu kurz. Ich konnte dir das ja in der Eile gar nicht erklären, deswegen mache ich das jetzt noch mal kurz. Und zwar bei dieser Pistole, ist aber bei den anderen quasi genauso, gibt es ja hier dieses Stellrädchen. Und wenn ich die Pistole jetzt gereinigt habe, dann führe ich natürlich die Nadel zurück bis vorne, leicht an die Düse und ziehe sie dann etwas zurück und mache die Nadel so fest,
So kann die vorne nicht verkleben, auch an den Dichtungen aber nicht verkleben. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Also, wenn du vorhast, genau das Gleiche zu machen, dann denk aber immer daran, dass du, bevor du anfängst zu sprühen, die Nadel auch tatsächlich nach vorne schiebst. Ja, dann, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder reinschaust und mal schau, was dann passiert.